Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch das versprochene Rezept für die italienischen Fleischbällchen mit Tomatensauce. Als erstes für die Fleischbällchen 750 Gramm Hackfleisch, halb Rind und halb Schwein in eine große Rührschüssel geben, 2 Eier, 75 Gramm Paniermehl, 75 Gramm geriebenen Parmesan, einen Esslöffel italienische Kräutermischung und eine gute Prise Salz sowie frisch gemahlenen Pfeffer dazugeben und dann alles mit den Händen verkneten, bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben und ein kompakter Fleischteig daraus entstanden ist. Anschließend können wir aus dem Teig die Bällchen formen, insgesamt 8 Stück. Das sollte für 4 Portionen reichen. Alternativ könnt ihr aber natürlich auch kleinere Bällchen formen, ganz wie ihr wollt. Wenn das erledigt ist, kümmern wir uns noch um die restlichen Vorbereitungen. Dafür eine große Zwiebel sowie 2 bis 3 Knoblauchzehen abziehen und anschließend fein hacken. Danach eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen. Dann die Fleischbällchen nebeneinander in die Pfanne setzen und für 2 bis 3 Minuten bei mittlerer Hitze braun und knusprig anbraten. Die Fleischbällchen anschließend einmal wenden, von der anderen Seite ebenfalls für 2 bis 3 Minuten anbraten und dann aus der Pfanne heben und kurz zur Seite stellen. Jetzt Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne geben und für 2 bis 3 Minuten bei gelegentlichem Wenden glasig darin anschwitzen. Wenn das erledigt ist, 2 Dosen gehackte Tomaten dazu gießen, außerdem alles mit einer guten Prise Salz, Zucker sowie frisch gemahlenem Pfeffer würzen, einmal gut umrühren und dann kommen die Fleischbällchen zurück in die Pfanne, einfach nebeneinander in die Tomatensauce setzen, zum Kochen bringen und dann bei niedriger bis mittlerer Hitze und geschlossenem Deckel für 15 bis 20 Minuten leicht köcheln lassen. Ab und zu könnt ihr das Ganze einfach mal leicht durchrühren, damit nichts am Topfboden anbrennen kann, und mit geschlossenem Deckel so lange weiter köcheln lassen, bis die Fleischbällchen komplett durchgegart sind. Die Pfanne anschließend vom Herd ziehen und jetzt können wir auch schon servieren. Bei mir gibt es dazu eine Scheibe getoastetes Brot. Einfach 2 Fleischbällchen auf dem Brot anrichten, ein paar Esslöffel Tomatensauce drüber geben und zum Schluss für die Garnitur etwas gehackte Petersilie. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.